Ja, heute gibt es eine neue Folge aus der Werkstatt. Und zwar habe ich hier ein Getriebe auf der Werkbank. Das ist ein TA350 Getriebe aus einer Corvette. Und das ist ein Kundengetriebe. Der hat mir das gebracht, weil der Rückwärtsgang nicht mehr funktioniert. Und wir werden das jetzt zerlegen und schauen, wo der Fehler ist. Ja, zuerst entferne ich mal das Tailshaft Housing. Das können wir mal hier hinten abmachen. So, hier kann man den Slip Yoke sehen. Der sitzt hier in dem Simmering drin. Und hier wird die Abnahme erfolgen von dem Tacho. Das heißt, hier sieht man das Drive Gear und hier das Driven Gear. Und mit dieser Verzahnung wird auch die Geschwindigkeit vom Tacho eingestellt. Es wird hier mit dieser Klammer gehalten. Hier hinten sieht man das Zahnrad vom Governor. Der hat sehr viel Spiel. Da müssen wir nachschauen. Es kann sein, dass der sich hier schon eingearbeitet hat. Er sollte normalerweise nicht so viel Spiel haben wie hier. Ja, als nächstes entfernen wir hier die Befestigungsklammer vom Governor. Können wir dann auch zur Seite legen. Und ich stelle jetzt auch mal die Kamera hier hin, dann kann ich euch nämlich zeigen, wie man den Deckel vom Governor entfernt. So, und hier drunter sieht man dann den Fliehkraftregler. Und da ist es häufig so, dass sich das hier in den Deckel einarbeitet und dadurch dann auch das Spiel hier zustande kommt. Hier sind die Fliehkraftgewichte. Ja, als nächstes legen wir das Getriebe mal auf die Seite, um die Ölwanne abzumachen. Dafür stelle ich die Kamera nochmal hier hin, damit man das auch sehen kann. Ich muss gerade noch einen Lappen drunter legen, weil da läuft noch das Restöl raus. Das kann man leider nicht ganz verhindern. Dann kann man nämlich die Schrauben hier abmachen. Das wird gar nicht so einfach werden. Jetzt kommt es aber. Normalerweise ist hier dieses Silikon gar nicht so sinnvoll in diesen Mengen zu verwenden. Ihr seht ja hier, was das für eine Sauerei gibt. Und ja, ich zeige euch mal gerade, was hier jetzt alles runterkommt. An Öl, das kann ich jetzt gleich erstmal aufwischen, aber ja, hier sieht man, dass das Getriebe ganz schön gelitten hat. Und ja, ich bin mal gespannt, was uns da im Inneren erwartet. Ja, ich habe die Sauerei jetzt mal beseitigt und hier sieht man eigentlich auch sehr schön, warum man die Getriebe besser nicht mit Silikon eindichtet, beziehungsweise mit Dichtmasse. Also man nimmt da eigentlich eine fertige Dichtung zugeschnitten und dann hat man auch nicht so eine Sauerei, weil hier hat man immer das Risiko,
dass sich hier auch solche Reste dann in die Kanäle reinsetzen und dadurch eben dann auch ja, halt Passagen im Getriebe blockiert werden. Und ich bin da deswegen auch kein großer Freund von. Und ich denke, das zeigt das auch ganz gut, weil immer sobald man da als nächstes dran arbeitet, hat der Nächste dann da richtige Probleme. Hier bei dem Abrieb sieht man auf jeden Fall, dass das schon sehr weit fortgeschritten ist. Da sind schon größere Stücke auch drin. Und ja, da ist auf jeden Fall Bremsbänder oder Kupplungsbelag abgeraucht. Eventuell auch größere Schäden, die wir da vorfinden werden. Und ich demontiere jetzt mal die Ölpumpe. Dafür machen wir hier vorne die Schrauben ab. Kann jetzt die Ölpumpe rausnehmen. Da haben wir schon wieder die nächste Sauerei. Also ganz ohne geht das hier nicht. Ja, nachdem die Ölpumpe jetzt draußen ist, können wir als nächstes die Intermediate Clutches uns anschauen. Und zwar fangen wir an hier mit der ersten Scheibe. Das ist so eine gebogene Scheibe. Das ist extra so, damit die leicht anliegt. Und dadurch hat man nicht so einen harten Schalldruck. Und als nächstes kommen dann die Stahlplatten hier. Und im Anschluss dann die Reibscheiben von der Intermediate Clutch. Die sehen aber noch ganz gut aus. Da sieht man auch hier noch den Reibbelag drauf. Der hat auch hier noch die Vertiefungen drin. Also die sind okay. Und es folgt immer eine Stahlscheibe und ein Reibbelag. Ganz am Schluss ist hier eine dicke Scheibe. Und dann können wir hier oben das Bremsband sehen. Das kommt als nächstes raus. Das hat schon Verschleiß, aber ist noch in Ordnung. Beziehungsweise das hat schon starke Einlaufspuren. Ist auf jeden Fall, kann auf jeden Fall nicht mehr eingebaut werden. Schauen wir mal weiter. Jetzt können wir die Trommel ziehen. Und hier können wir jetzt die Direct Drum öffnen. Da müssen wir hier den Sprengring für entfernen.
Dann können wir hier die Reiplamellenkupplungen entfernen. So, als nächstes holen wir noch den Modulator raus. Der hat einen Unterdruckanschluss und der steuert die Schaltzeiten, je nachdem, ob man Gas gibt oder kein Gas gibt, wie hoch gedreht wird. Und da sitzt auch ein Kolben drunter, der durch diesen Modulator bewegt wird. So. Ja, als nächstes entfernen wir hier den Accumulator. Den habe ich schon mal gelöst. Dann können wir den Kolben hier rausnehmen. Manchmal brechen auch hier die Federn. So, dann kann man auch den Kolben ziehen. Dann machen wir weiter auf der anderen Seite, nämlich unter der Ölwanne. Da sitzt einmal der Filter. Und darunter der Valve Body. Hier hat man auch überall Brocken von Sand und Dreck. Also das Getriebe ist extrem verdreckt. Und ja, ist auch kein Wunder, dass das dann nicht richtig funktionieren kann. Weil hier garantiert auch die Ventile hängen und nicht mehr so schalten können, wie sie das eigentlich sollen. Hier sieht man das Schaltgestänge. So, ich werde jetzt mal anfangen, hier alle abzumachen. So kommen wir dann auch an die dran. So, mit der Hand würde das Ganze ein bisschen länger dauern. Ja, hier hinten befindet sich das Ventil vom Kickdown. Der wird dann so gedrückt. Und hier hinten haben wir die Parksperre. Die machen wir jetzt auch mal ab. Die blockiert den Output-Shaft, wenn P eingelegt ist. Das war hier. Und jetzt können wir den nach oben hin abnehmen und ich ziehe den hier zur Seite, um den hier aus dem Schallschieber herauszubekommen. Hier hat man das Gehirn.
Hier oben ist der Kolben, der das Bremsband betätigt. Hier über diesen Pin. Und ja, darüber wird auch die Motorbremse im zweiten Gang betätigt. Als nächstes wird hier die Platte gelöst. Ist auf der Unterseite auch nochmal mit einer Dichtung befestigt. Es ist immer ganz gut, wenn man die nicht komplett zerreißt, weil in den Überholsätzen sind auch immer verschiedene drin enthalten. Das heißt, da muss man gucken, ob die Anzahl der Löcher für die Kugeln noch identisch ist, weil da gibt es verschiedene Schaltschemen. Hier sieht man dann die einzelnen Checkballs. Da muss man auch darauf achten, dass die wieder an derselben Stelle nachher auch montiert werden und dass hier alle Reste von diesen Papierdichtungen auch entfernt sind, weil die setzen dann gerne die Kanäle zu. Hier oben haben wir noch einen Checkball. Da oben sitzt ein Checkball. Und man muss auch darauf achten, dass auf der Gegenseite die Löcher, wo die Checkballs gegenschlagen, nicht aufgeweitet sind. Oftmals sind die dann stark vergrößert oder der Ball hat sich sogar hier drin eingearbeitet und die Kugel geht nicht mehr zurück. Das ist dann bei erhöhtem Verschleiß dann auf jeden Fall häufiger zu erkennen. Ja, hier unten kann man nochmal sehr schön die Parksperre sehen. Die hakt dann hier ein und ja, die greift dann dort in die Verzahnung. Hier sieht man, wie die sich drehen kann und die Parksperre blockiert das Ganze dann. Und ja, das ist die Funktion, wenn PE eingelegt wird beim Automatikgetriebe. So, im nächsten Schritt können wir jetzt hier den vorderen Planetenradsatz rausnehmen, den Front Planetary. Der sitzt hier vorne, da war vorher noch ein kleiner Sprengring vorne, um das Ganze zu sichern. Und im Anschluss können wir jetzt hier die Sunshell lösen. Ja, und schlussendlich können wir dann den Center Support rausnehmen. Dafür stelle ich das Getriebe mal am besten auf den Boden. Nehme mir das jetzt, das ist auch nicht mehr so schwer, weil da die Innereien jetzt fehlen. Dann können wir den Output-Schaft mit den Reverse Clutches und dem Center Support rausnehmen. So. Ja, wir können uns jetzt hier mal die Rückwärtsgangkupplungen angucken. Da vermute ich nämlich, dass die hinüber sind und ja, hier zeigt sich das auch. Kann man das schon sehen, die Reverse Clutches sind alle verbrannt. Hier ist gar kein Belag mehr drauf. Und das ist auch ja, der Rest, was wir in der Getriebeölwanne gefunden haben. Weil nämlich alles verbrannt ist und nicht mehr viel davon übrig ist. Wir haben hier das Rear Planetary Gear Set und hier die Überbleibsel von der Reverse Clutch.
So, ihr müsst dann nur noch hier, nachdem ihr den Sprengring rausgeholt habt, das Federpaket holen. Und hier der große Kolben. Da kann ich euch das zeigen, wie man den am besten rausholt. Und zwar stellt man da am besten das Getriebe senkrecht hin. Und wenn man dann hier auf den oberen Anschluss Druck gibt, dann kommt der Kolben auch raus. So, die ganzen Dichtringe, die sind auch nicht mehr in Ordnung. Die sind zum einen komplett verhärtet und zum anderen teilweise auch schon ausgerissen. Ich mache mal gerade hier die Kamera beiseite, dann könnt ihr das vielleicht auch mal sehen. Also wir haben hier, seht ihr den Dichtring vom hinteren Kolben. Der hat schon starke Verschleißerscheinungen, der ist extrem hart. Das heißt, der bricht direkt ab. Und der hat hier auch an der Seite schon Stücke weggebrochen. Im Vergleich dazu seht ihr sowas in neu, da ist das schön weich. Und ja, dadurch, dass das überhitzt hat, wird das natürlich dann auch hart und spröde und dichtet nicht mehr entsprechend ab. Ich werde jetzt die neuen Dichtringe montieren und dann werden wir bei der Fehlersuche mal weitergehen. Ob die noch in Ordnung sind oder ob hier auch noch was dran zu machen ist, das müssen wir dann nämlich schauen. Es kann durchaus sein, dass auch hier schon die Reiblamellenkupplungen verschlissen sind. Hier sieht aber noch soweit gut aus. Auch schon eine leichte Verfärbung hier. Stahlscheiben, aber noch nichts Außergewöhnliches. Ja, das Fehlerbild, das entspricht aber auch genau dem, was der Kunde mir mitgeteilt hat, eben dass der Rückwärtsgang fehlt und dass die restlichen Gänge normal schalten. Ich werde jetzt mal mir die einzelnen Teile im Detail anschauen. Und ja, entscheiden, was davon zu wechseln ist. Und ja, ich bedanke mich vorerst fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der Vor8 Lounge. Ciao!